Ich denke, wir beide haben noch was zu klären. Schön, dass du es auch so siehst. Aus meiner Sicht ist die Sache klar. Ist dir überhaupt klar, in welche Schwierigkeiten du mich bringst? Ich? Ja, wer denn sonst? Ich fass das nicht. Vanessa hat dich echt in den Finger gewickelt. Verdammt nochmal. Wenn rauskommt, dass ich mir Prüfungsunterlagen stehen lasse... Ich war es aber nicht! Solche Scheißintrigen sind nicht mein Stil. Das passt eher zu Vanessa und ihrem Vater. Felix, mir ist klar, dass du mit Vanessa zusammen warst. Und dass es dir schwerfällt, mich jetzt mit ihr zu sehen. Ja? Aber deswegen mache ich mir nicht gleich die Finger schmutzig. Warum bist du überhaupt hier eingezogen, wenn du mich für so ein Arschloch hältst, hä? Wir lassen uns alle mal zu etwas hinreißen. Aber ich gebe den Mist, den ich baue, wenigstens zu. Als du damals bei Eumedia rausgeflogen bist zum Da Beispiel... wolltest du deinen Fehler auch erst vertuschen. Hast du dich denn mal gefragt, wie ich die Unterlagen in Vanessas Tasche geschmuggelt haben soll? So viel Einfallsreichtum traue ich dir gerade noch zu. Das mache ich alles in der Hoffnung, dass du ihre Tasche durchwühlst und diesen Zettel findest. Ist doch absurd, oder? Also, wem glaubst du, ihr oder mir? Mann! Ich bin mir sicher, dass Sie die Investition nicht bereuen würden. Ihre Tipps waren bis jetzt immer vielversprechend. Trotzdem verstehe ich hier eine Kleinigkeit nicht. Die Lahnsteinbank verfügt doch zweifellos über mehr als ausreichend Kapital, um diesen Deal alleine abzuwickeln. Das ist richtig. Wozu also brauchen Sie mich im Boot? Jetzt sagen Sie nicht aus alter Freundschaft. Ich weiß genau, dass Sie keine Emotionen gelten lassen, wenn es um Geschäfte geht. Das hat mehr mit meinem Vater zu tun. Ja, bei Investitionen dieser Größenordnung, da geht er lieber auf Nummer sicher. Schnappt nur nach den kleinen Fischen. Verstehe. Und Sie wollen ihm zeigen, wer der Chef im Ring ist. Wenn Sie es so nennen wollen. Unser erster Deal in Good Old Europe. Darauf müssen wir einen trinken, ne? Gern. So viele Leute haben wir gar nicht mehr gekocht, seitdem du auf der Welt bist. Hm? Ziehst du deine Tochter ganz alleine auf? Mein Mann, der ist in Mailand. Der arbeitet in einer Fotoagentur. Das klingt doch nach einem spannenden Job. Modefotografie. Also, kannst du mal ganz kurz halten? Natürlich. Danke. Komm mal her. Gut, strampel, strampel, strampel. Setz dich ruhig hin. Da hat er ja mit seiner Frau und seiner Tochter schon zwei wunderbare Models. Möchtest du auch noch Wasser, Leonard? Ich fürchte, das geht gerade etwas schlecht. Warte, ich mach das. Ist doch ein schöner Abend, oder? Es wäre noch netter, wenn Cecile nicht dabei wäre. Dann müssten wir uns nicht verstellen. Also ich weiß gar nicht, was du hast. Ich finde deine Stiefmutter sehr nett. Wenigstens scheint sie sich zu amüsieren. Ja, Carla, Bernd hier. Ist dein Bruder zu Hause? Ich kann ihn nicht erreichen. Ansgar? Keine Ahnung. Ich bin nicht auf Königsbrunn. Konntest du ihn denn von dem Kongresszentrum überzeugen? Ja, davon gehe ich ja mal aus. Deswegen will ich ja mit ihm sprechen. Es gibt noch einige Details zu klären. Na, da drücke ich dir die Daumen. Ein guter Geschäftsabschluss ist das beste Mittel, um bei Ansgar zu punkten. Genau das habe ich vor. Aber lass dich nicht über den Tisch ziehen. Bei Verhandlungen ist mein Bruder ein ganz schön harter Knochen. Ja, keine Sorge, das bin ich auch. In geschäftlichen Angelegenheiten. Ja, davon bin ich überzeugt. Ich wünsche dir viel Glück. Danke. Viel Spaß noch. Ach, hätten Sie vielleicht kurz noch mal einen Moment? Wenn es sein muss. Wie lief's denn so? War der Termin erfolgreich? Haben Sie deshalb hier auf mich gewartet? Ich wollte ja nur den Stand der Dinge wissen. Wir sind im Geschäft. Was haben Sie denn erwartet? Willst du jetzt ernsthaft das Gemetzel hier reinziehen? Ja, so ein Hardcore-Streifen ist echt super zum Abreagieren. Hi. Hi. Holst du Gläser, dann machen wir es uns bei dir gemütlich.
Was den Horror angeht, da kann der Film sowieso nicht mit der Wirklichkeit mithalten. Komm, geh mir lieber in dein Zimmer. Nicht nötig. Das wird nicht lange dauern. Den Anblick erspare ich mir lieber. Lass uns was essen gehen. Vielleicht sind die ja bis dahin fertig. Du bist so dermaßen niveaulos. Das sagt die Richtige. Was meinst du, es dauert nicht lange? Ich habe noch mal über die ganze Sache nachgedacht. Deine Vorwürfe gegen Felix ergeben keinen Sinn. Aber wer soll denn sonst die Prüfungsunterlagen in meine Tasche getan haben? Fällt dir da wirklich niemand ein? Du glaubst doch nicht etwa, dass ich... Doch, das glaube ich. Und ich finde es erbärmlich, was du hier abziehst. Lars, bitte. Ich kann das erklären. Meinst du, dass ich noch mal auf dich reinfalle? Lars. Es ist vorbei. Endgültig. Ja, und dann habe ich die geliebte Tiffany-Lampe meiner Mutter genommen und damit gedroht, sie zu zerdeppern, wenn sie mich ins Internat steckt. Oh, und das hat bestimmt gewirkt. Naja, nicht ganz. Sie hat zwar gleich eingelenkt, aber als ich die Lampe zurückstellen wollte, ist sie mir aus der Hand gerutscht. Und du musstest doch ins Internat. Ja, stimmt. Bei mir war es nicht ganz so dramatisch. Um dem Internat zu entgehen, habe ich mir im ganzen Gesicht Masern angemalt. Das hat aber dein Vater dir nicht geglaubt, oder? Natürlich nicht. Er hat mich nur gefragt, wo mein plötzliches Interesse für Malerei herkommt. Bis zu dem Zeitpunkt war das immer Carlas Domäne. Ihre Lehrerkarikaturen in der Schule damals waren legendär. Und als wir in die Pubertät gekommen sind... Das tut jetzt wirklich nicht zur Sache. Ja, wenn Kinder krank spielen, ne? Und du spielst hier den Rebellen. Als Nico ins Internat sollte, hast du ihr Geschichten von Brutus, deinem Lieblingshund, erzählt. Die sind doch alle wahr. Oder, Carla? Ja. Nico muss ja nicht jeden Fehler nachmachen. Und außerdem wäre es auch nicht schlau, ihr direkt am Anfang von meinen ganzen Sünden zu erzählen. Ah, da gibt's noch mehr, ja? Warum eigentlich immer ich? Carla, du kannst doch auch mal was erzählen. Ich war immer das brave Töchterchen. Ach ja. Dann muss es sich in deiner Kindheit wohl um einen Klon gehandelt haben, hm? Und du? Bis auf deine kleine Erpressung warst du immer so brav? Ja, ich war die Unschuld in Person. Was deine Mutter bestimmt bezeugen kann, wenn sie das nächste Mal zu Besuch kommt. Wehe. Oh, da kommst du jetzt nicht mehr raus. Los, erzähl. Oh, Entschuldigung. Ja, Johannes? Alles in Ordnung bei dir? Ja. Schön. Hast du was von Moritz gehört? Ja, es geht ihm schon besser. Und weißt du was? Er ist einverstanden. Er wird mit seinen Kumpels in das Haus ziehen. Oh, das freut mich. Möchtest du mit Carla und Leonard sprechen? Die sind auch hier. Wir sitzen nett zusammen. Dann bleibt ihr also noch eine Weile. Ja, nein, ich wollte gerade gehen. Du musst nicht, Sissi. Nein, ich will aber. Bis gleich, ja? Tja, wie geht's jetzt weiter? Ich weiß nicht recht, was Sie meinen. Ja, welchen Schritt soll ich als nächstes einleiten, um die ganze Sache... Von Weidenbach, Ihr kleiner Tipp war wirklich sehr hilfreich. Hilfreich? Ja. Ich denke allerdings, der Rest ist Chefsache. Bitte? Ich kümmere mich um den Deal. Allein. Ich kann ja verstehen, dass du sauer bist und enttäuscht. Aber das, was ich getan habe, das hat nichts mit uns zu tun. Nein, du hast mich nur benutzt. Zugegeben, ich wollte die Klausur unbedingt bestehen. Und am Anfang habe ich auch deswegen mit dir geflirtet, aber... Ach, bitte, Lars. Du musst doch gemerkt haben, dass es für mich mehr ist als eine kleine Affäre. Ja, pure Berechnung. Das stimmt nicht. Ich habe mich total in dich verliebt. Wow, was für eine brillante Vorstellung. Du Miststück. Respekt. Wie machst du das bloß?
Heulen auf Kommando. Das ist ja fast abartig. Warum glaubst du mir nicht? Glaubst du, es fiel mir so leicht, das zuzugeben? Felix hatte recht. Du bist ein durchtriebenes Luder. Das Einzige, was für dich zählt, sind deine Prüfungen. Die sind mir total egal! Ach ja? Seit wann? Nein, natürlich. Zuerst wolltest du mich benutzen. Und dann mit der Zeit hast du gemerkt, dass du mich total toll findest. Warum machst du das? Vanessa, tu mir einen Gefallen und hau endlich ab. Und lass dich hier nie wieder blicken. Soll das ein Witz sein? Siehst du aus? Der Tipp war von mir. Das bestreitet doch niemand. Sie können mich doch nicht einfach so ausboten. Ach, natürlich nicht. Ja, warum reden Sie denn davon, dass ich dann... Soweit ich weiß, kann man doch niemanden ausboten, der gar nicht drin ist. Jetzt entschuldigen Sie mich bitte, ja? Moment mal. So läuft das nicht. Herr von Beinbach. Wollen Sie mir etwa drohen? Ich will nur fair behandelt werden. Mein Tipp bringt der Holding Millionen ein. Und natürlich erwarte ich eine angemessene Beteiligung. Na schön. Mit wie viel wollen Sie denn einsteigen? 1 Million? 2? Ich einsteigen. In meinen eigenen Deal. Ach, ein bisschen mehr Erfahrung im internationalen Geschäft hätte ich Ihnen schon zugetraut. Soweit ich weiß, finanziert doch die Lahnsteinbank dieses Geschäft, richtig? Sie wissen doch ganz genau, dass ich momentan nicht über die geeigneten Mittel verfüge. Ah, natürlich. Wie schade. Naja, ich bin mir sicher, es gibt noch andere Gelegenheiten, wenn Sie wieder etwas flüssiger sind. Das können Sie nicht mit mir machen. Herr von Beinbach, Sie nehmen das alles viel zu persönlich. Im Geschäft zählt nur ein kühler Kopf und natürlich das nötige Kleingeld. Sie entschuldigen mich? Lasst euch nicht stören. Wir hatten ja schon länger kein Konzert mehr auf Königsboden. Habt ihr irgendwelche besonderen Wünsche? Ja, habt ihr nicht was von Personal War drauf? Na klar, nur leider nicht vom neuesten Album. Ah, wie wär's denn mal mit dem Wiener Walzer? Das habt ihr doch bestimmt im Repertoire. Okay. Darf ich bitten? Ich und Walzer nie im Leben. Komm, das schaffst du schon. Auf der Hochzeit ging's doch auch. Ja, dann frag mal meinen Tanzpartner. Ich weiß nicht, ob der inzwischen wieder laufen kann. Gehört das jetzt auch zum Privatunterricht? Ja. Ich übernehme mal. Schau einfach zu. Ist nicht so schwer, wie es aussieht. Also das hätte ich auch noch gekonnt. Na, dann kannst du ja gleich wieder übernehmen. Nee, danke. Dabei war Vaters Tänzer immer so gefragt. Ich weiß. War etwas mit den Gnocchi nicht in Ordnung? Nein, alles bestens. Ich hatte nur keinen Hunger. Die Rechnung, bitte. Sehr wohl. Ah, es werden Rechnungen bezahlt. Da komme ich ja genau richtig. Walter, bist du wahnsinnig, hier aufzukreuzen? Begrüßt man so einen alten Freund? Was willst du? Ja, was wohl. Ich habe einiges in Geld ausgelegt, um die Ausschreibung für den Bau des Kongresszentrums hinauszuzögern. Ja, das weiß ich. Und? Und der Deal war, dass ich an dem Projekt beteiligt bin. Also entweder sind wir dabei oder ich bekomme meine Auslagen zurück. Sofort und mit Zinsen. Jetzt gib mir doch noch ein paar Tage. Ich brauche nur noch die Kohle für die Beteiligung. Dann halt dich mal ran, sonst wirst du dir nämlich wünschen, dass... Nee, komm. Die Rechnung, bitte. Ja, genau. Danke. Was ist eigentlich mit deiner Verlobten, dieser von Lahnstein? So ein weltweites Auktionshaus hat doch sicherlich eine fette Portokasse, oder? Ach, Ansgar. Wir haben Damenwahl. Stellst du dich zur Verfügung? Ich fürchte, für solche Vergnügungen fehlt mir die Zeit. Vater, ich würde gern was Geschäftliches mit dir besprechen. Das hat ja wohl Zeit bis morgen früh, oder? Es geht noch mal um den geplanten Bau dieses Kongresszentrums. Ansgar, mein Entschluss hat sich nicht geändert, also bitte. Nee, ich weiß, du wolltest nicht, dass wir alleine einsteigen. Also, ich habe einen Investor gefunden. Ach, tatsächlich.
So kurzfristig? Es war nicht ganz leicht und ich musste einige Hebel in Bewegung setzen. Aber er ist bereit, mit der nötigen Summe einzusteigen. Ja, wer ist es denn? Kenne ich ihn vielleicht? Wohl kaum. Ein Geschäftspartner der Lahnsteinbank aus Singapur. Höchste Bonität natürlich. Ich denke, damit sind deine Bedingungen erfüllt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Schöne Leistung, Ansgar. Danke. Ich wollte der Lahnstein Holding unbedingt eine Beteiligung an dem Projekt sichern. Ein Grund weiter zu feiern. Dein Bruder zeigt gerade mal wieder sein Können am Klavier. Ich wollte eigentlich ein paar Details mit dir gleich besprechen. Aber das muss ja wirklich nicht heute Abend sein, oder? Genau, sei kein Spielverderber, komm. Ich fürchte, die Geschäfte laufen nicht von allein. Man muss auch mal ausatmen können, Ansgar. Wozu arbeitet man, wenn man den Erfolg nicht richtig genießen kann? Wie wär's denn mal mit dem Tango? Ja, warum nicht? Oh, die Stelle habe ich aber anders in Erinnerung. Sorry, aber ich glaube, der Pianist braucht jetzt mal eine Pause. Also ich lasse dich nicht zurück in die Staaten. Ohne dich wird das hier total langweilig. Du hast Hausarrest bis auf Weiteres. Apropos, ich glaube, ich werde auch langsam mal nach oben gehen. Was haltet ihr davon, wenn wir auf meinem Zimmer weiterfeiern und ich euch was von meinen Sachen vorspiele? Ja, meinetwegen. Aber bitte keine zu heftigen Attacken aufs Trommelfell, ja? Ja, na los. Kommt ihr mit? Nein, mein Bedarf ist gedeckt. Und was mit dir, Cecile? Ja, geh ruhig. Ich habe sowieso noch ein paar Telefonate zu erledigen. Ich eigentlich auch. Ihr verpasst was. Ach, es ist so schön, Leonard wieder so ausgelassen zu sehen. Früher war er immer so in sich gekehrt, wenn er hier zu Besuch war. Und hast du eine Ahnung, warum das so war? Nun, alles erinnert ihn hier an seine Mutter. Du weißt ja, er saß bei Francesca im Wagen, als sie tödlich verunglückt ist. Aber Gott sei Dank scheint er das ja jetzt zu überwinden.